So, guten Abend miteinander. Mein Name ist Marc Schreiber und ich darf Ihnen jetzt noch, wir haben schon ganz viel über künstliche Intelligenz gehört, ich darf Ihnen jetzt noch etwas aus psychologischer Perspektive zu dem Thema mit auf den Weg geben. Künstliche und menschliche Intelligenz. Und meine psychologische Perspektive ist die, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir trauen KI ein bisschen zu viel zu. Und da möchte ich Sie gerne auf die Reise mitnehmen. Ich komme von Zürich, vom IAP, Institut für angewandte Psychologie, von der ZHW. Mein Tagesalltag ist, dass ich Laufbahnberater bin, also Leute, die sich beruflich müssen oder wollen neu orientieren, beraten und gleichzeitig auch in der Weiterbildung Leute weiterbilden. Genau, vom Ablauf ist das Programm. Zuerst ganz kurz etwas zu, wo sehen wir KI in unserem Alltag. Wie gesagt, wir haben schon ganz viel jetzt so definiert Maschine oder wie funktioniert künstliche Intelligenz. Und dann zum Abschluss so die Frage nochmal beantworten, trauen wir der KI, trauen wir der künstlichen Intelligenz zu viel zu oder nicht? Ja, die Arbeitswelt, Kundendienst, Kundinnenservice, das ist sicher ein Einsatzbereich, wo es ganz wichtig ist, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Da geht es häufig um Produktivität und Studien zeigen, dass da Kundenzufriedenheit, Kundinnenzufriedenheit aufrechterhalten werden und dass Produktivität steigt. Dann Transport und Logistik, das ist sicher etwas, was wir alle kennen. Der erste Teil, Routenplanung und Optimierung, werde ich nachher auch noch aus meinem persönlichen Alltag ein Beispiel mitbringen. Und dann der zweite Teil, aber auch Entlastung und Sicherheit. Da sehen Sie das Bild, das sind zwei Roboter hinten dran, man sieht ihn ein bisschen weniger gut, ein Roboter, der Kisten herumtragen kann, also wo sozusagen unsere Muskelkraft uns abnimmt. Und vorne sehen wir einen Roboterhund, der so Sensoren schauen, hören oder eben auch Temperaturen kann übernehmen kann. Dann ein drittes Beispiel, das sieht man vielleicht gar nicht so ganz gut, das ist ein Spray, wo gerade ein Schuh am Sprayen ist. Vielleicht kennen Sie das Beispiel, das ist von der Schweizer On-Running-Firma, wo es könnte in Zukunft sein, dass wir in Zukunft eben nicht mehr klassisch zum Schuhmacher, zu der Schuhmacherin gehen. Letztes Beispiel, ein Beispiel aus meinem Alltag, wenn ich auf dem Arbeitsweg zum Bäck gehe, dann begegne ich ab und zu dem Roboter und das ist ein Roboter, der Tablet bringt, also der hat gerade einen Herr, der da am Tisch sitzt, den ich natürlich verpixelt habe, ein Tablet gebracht mit Kaffee und Gipfeli und die Person hätte das Tablet wegnehmen und dann ist der Roboter stehen geblieben und hat aufstehen und schauen, okay, ich muss da auf den Knopf drücken und dann ist dann der Roboter wieder weggefahren. Aber natürlich, da kann man sich fragen, vom Nutzen in der Gastronomie ist es gar nicht so einfach, Fachkräfte zu finden und dann wäre das durchaus ein Potenzial, um da Unterstützung beizuziehen. Das ist so eher auf den Beruf bezogen gewesen, jetzt zum Alltag. Da ist sicher etwas, wo ganz viele Versprechungen sind, wenn es um Dating-Apps geht, wo KI eigentlich so wie verspricht, dass da eigentlich ein perfektes Matching zwischen Personen stattfinden kann. Oder ich habe gehört, dass sogar auch so wie vorgeschaltet zwei Chatbots miteinander interagieren können und dass dann die Chatbots entscheiden, ob es dann wirklich zu einem realen Kontakt zwischen diesen zwei Menschen soll kommen. Und das ist natürlich auch alles künstliche Intelligenz, die da dahinter ist. Oder dann so noch ein bisschen näher bei meinem auch Tagesalltag, wenn es um Jobsuche geht, auch da gibt es ganz viele Angebote, die in Richtung Matching gehen, wenn es um Persönlichkeitseigenschaften geht und Anforderungen an eine Stelle. Wir tun selber auch so ein bisschen ausprobieren oder umspielen, kann man dem sagen, mit der künstlichen Intelligenz. Und zwar ist das eine Plattform, die wir entwickelt haben, wo man den eigenen Lebenslauf uploaden kann. Und wo man nachher einen Link zu einem Stelleninserat kopieren kann und über künstliche Intelligenz wird dann aufgrund von dem Prozess ein Motivationsschreiben erstellt. Meine Erfahrung jetzt so, wenn mir Klientinnen und Klienten Rückmeldungen sagen, ja, es ist schon ein bisschen generisch, aber manchmal habe ich es genutzt, weil es ist so ein bisschen einfacher, dann kann ich auf etwas aufbauen. Also ich muss dann nicht auf einem weißen Blatt anfangen, sondern ich habe dann bereits schon einen ersten Vorschlag. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht mehr so eine Spielerei,
wenn Sie heute mit ChatGPT, wo wir ja mittlerweile alle kennen, dann können Sie das im Prinzip auch dort ziemlich gut schon selber generieren lassen. Ja, und jetzt zu meiner Frage, also der Auslegeordnung, wie funktioniert überhaupt der Mensch? Und ich habe Ihnen da ein einfaches, ich behaupte, es ist ein einfaches Modell mitgebracht, möchte Ihnen das ganz kurz erläutern. Grundsätzlich geht es da um die Unterscheidung zwischen Denken, wo wir auf der linken Seite haben, und Fühlen, wo wir auf der rechten Seite haben. Und wenn man sich so die Frage stellen, was macht eine gestandene Person aus? Oder so eine gereifte Person, dann könnte man sagen, und das sind die zwei Pfeile da in der Mitte, dass das eine Person ist, die es schafft, ihre Ziele umzusetzen. Also Zielumsetzung steht da in der Mitte, von oben links nach rechts unten. Und das Zweite wäre Selbstwachstum. Also dass es die Person schafft, so sich weiterzuentwickeln, dass sie sozusagen nicht stehen bleibt. Und ich fange jetzt einmal mit dem Denken an. Da sehen Sie oben links. Und das ist so, wenn ich so ein Beispiel nehme aus meinem Tagesalltag, dann gibt es manchmal Leute, die in die Laufbahnberatung kommen, die sagen, ja, ich bin sehr denkende Persönlichkeit, die haben mir schon ganz viele Gedanken gemacht, vielleicht schon Pro-Kontra-Listen für 2 Jobs, die in Frage kommen. Aber ich habe es gleich noch nicht geschafft, eine Entscheidung zu treffen oder ins Handeln zu kommen. Die Leute um mich herum, die sagen mir manchmal, hey, willst du nicht zuerst mal einen Plan machen, bevor du immer gerade wieder in die Umsetzung reinkommst. Und das sind so die zwei Perspektiven. Wenn wir Ziele umsetzen wollen, dann ist es einerseits sicher wichtig, einen Plan zu machen, aber es ist auch wichtig, ins Handeln zu kommen. Und da braucht es beides, das Denken auf der einen Seite und dann aber auch sehr intuitive Umsetzen. Das ist die Zielumsetzung. Bei der zweiten Ebene, das ist die Ebene vom Selbstwachstum, da geht es eher ums Fühlen. Das ist rechts oben. Und das ist genau die Stelle oder die Person, das fühlt sich stimmig an. Das ist genau die Ebene, wo man sagt, ich lasse auf mein Bauch, ich vertraue auf mein Bauchgefühl, ich lasse das auf mich wirken. Und das ist häufig wichtig, vor allem wenn es ums Zielsetzen geht. Aber natürlich, das Gefühl allein hilft manchmal nicht weiter, wenn es um Selbstwachstum geht, sondern es braucht auch, und das ist unten links, so dass sich von ganz konkreten Empfindungen leiten lassen. Also es kann zum Beispiel sein, wenn ich x-mal eine Absage auf eine Stelle bekommen habe, dass ich dann sage, okay, jetzt schaue ich mal ein bisschen genauer an. Und häufig, wenn man so mit dem Modell schafft, dann kann man es so ein bisschen vereinfacht darstellen und sagen, oben rechts geht es ums Zielsetzen. Da kann ich so wie mir eine ganze Lebensbibliothek vorstellen, wo vielleicht alle meine Bücher hinten dran sind und wo ich jederzeit nachschlagen kann, was auf welcher Seite steht. Dann geht es aber darum, von dieser Lebensbibliothek ins Planungsbüro zu gehen, also einen Plan machen, wirklich vielleicht auch eine Analyse betreiben. Wenn so die Lebensbibliothek vielleicht sagt, das ist noch nicht so stimmig, dann braucht es auch das Evaluieren. Und das wäre dann unten links, das wäre das sogenannte Prüflabor. Und bleibe immer noch beim gleichen Modell, tue das jetzt aber noch so auf 2 Seiten. Sie sehen, das ist eigentlich ein Hirn, das Sie hier abbilden sehen. Das Hirn hat eine linke und eine rechte Seite. Und in diesem Modell, auf der linken Seite, sind eher die Leute stark, die analytisch sind, die analytisch vorgehen. Und häufig sind es auch Leute, die sagen, ich lege viel Wert auf Klarheit und auf Kontrolle. Also beispielsweise auch können die eigene Berufswahl oder Laufbahnwahl können kontrollieren und so mit Klarheit zu verfolgen. Und auf der rechten Seite, das sind dann Leute, die eher sagen, ja, ich bin eher eine intuitive Person, eben so das Fühlen und das Intuieren, das sind Leute, die dort insbesondere stark sind. Und dort geht es eher ums Explorieren und ums Erweitern. Also irgendetwas Neues erleben, etwas Neues auf mich zukommen lassen. Und manchmal haben wir so Gefahr, oder besteht Gefahr in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, dass man so das Analytische viel höher gewichtet als das Intuitive. Und darum ist es mir wichtig, noch zu ergänzen, beim Intuitiven ist es nicht einfach mal nur so ein Gefühl, da findet sehr viel Informationsverarbeitung statt. Aber weil das häufig unbewusst ist, tun wir dem weniger Wert geben und vertrauen dem viel mehr aufs Analytische, was dann auf der linken Seite ist. So als weiterer Punkt könnte man auch sagen, links sind eher Zahlen und Fakten und auf der rechten Seite sind eher Geschichten. Und Geschichten
funktionieren eher ganz schnell. Also immer noch beim gleichen Modell mit den 2 Seiten. Auf der linken Seite haben wir Zahlen. Das ist die Landkarte. Das links und rechts sind der gleiche Ausschnitt. Es handelt sich um Hongkong. Und links sehen wir die Mappe, also Google Maps, wo wir uns im Detail könnten irgendeinen einem Ort bewegen, wo eigentlich so das langsame, mindestens bei uns Menschen läuft es langsam, wo so die langsam analytische Informationsverarbeitung abläuft. Das ist auf der linken Seite bei den Zahlen und auf der rechten Seite, da geht es ganz schnell. Also wenn Sie das Bild anschauen, dann können Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie schon dort sind, Sie sehen Bäume, Sie sehen Wasser. Die Informationen werden intuitiv, ganz schnell und manchmal auch unbewusst bearbeitet. Das ist der Mensch, Zahlen und Geschichten. Jetzt so die Frage, wie funktioniert KI? Und bei der KI gibt es so wie 2 Möglichkeiten von KI. Auf der linken Seite haben wir die schwache KI und die schwache KI, nicht weil die jetzt nicht gut wäre, schwach, sondern einfach, das ist so eine Begrifflichkeit schwach, weil sie nur einzelne Aufgaben übernimmt. Die starke KI, wo ich jetzt mal würde behaupten, dass es die nicht so schnell, wenn überhaupt irgendwann wird geben, das ist eine KI, wo zum Beispiel in Peking oder in Paris kann autonom fahren. Also da braucht es ganz viel Know-how, Sensoren und es braucht auch so die Kompetenz, auf total Unvorhergesehenes zu reagieren. Und jetzt so der Bezug Mensch und KI. Wir sehen hier wieder die gleiche Folie von vorher. Und jetzt steht da oben, dass KI, also künstliche Intelligenz, basiert immer auf einem Modell. Das sind zwar sehr komplexe Modelle, sehr grosse Modelle, aber schlussendlich ist künstliche Intelligenz immer eine Reduktion auf ein Modell. Also das heisst, bei KI haben wir es immer mit Zahlen, also mit der linken Seite zu tun und es ist immer eine Vereinfachung im Sinne von einer komplexen Karte. Jetzt ist ChatGPT in aller Munde, weil es darum geht, dass irgendetwas Neues produziert wird. Etwas Neues wird generiert, ein Text oder ein Bild oder was auch immer. Und darum auch da noch so die Frage, wie funktionieren eigentlich Chatbots? Und Chatbots, das ist sehr spannend, die prognostizieren eigentlich immer das nächste Wort. Also wenn so die Ausgangslage ist, ich mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass nachher kommt, ich mag Schokolade, als ich mag Regen. Und eigentlich ist das, was ChatGPT macht. Es wird immer prognostiziert, welches jetzt das nächste Wort am wahrscheinlichsten wird sein. Und dabei wird menschliche Kommunikation simuliert. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir mit ChatGPT in Austausch gehen. Und das ist hoch beeindruckend, aber schlussendlich ist es immer ein Prognostizieren von Wörtern. Trainingsdaten sind immer schlussendlich Zahlen. Also das kann Text sein, Zahlen aus dem Internet, Audio, Video, also auch YouTube-Videos werden oder können bearbeitet werden oder Unternehmensdaten, was auch immer. Es ist eine ganz grosse Menge von Daten. Extrem beeindruckend, was ChatGPT leisten kann, gerade auch in der Kommunikation mit dem Mensch. Also die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die ist extrem viel grösser, als ein Mensch jemals würde können machen. Aber natürlich, es gibt Kritik, Intransparenz, also niemand weiß so genau, was eigentlich passiert bei so einem Chatbot. Also es ist so wie eine Blackbox. Ja, natürlich, bei den Menschen haben wir auch manchmal das Gefühl, dass wir Blackboxen sind und uns nicht richtig können analysieren oder verstehen. Aber so ist es auch bei ChatGPT. Dann ideologische Prägung, jetzt auch natürlich liberale Punkt. Westliche Chatbots haben eher westliche, liberale Werte und chinesische, asiatische Chatbots eher so gemeinschaftlich orientierte Prägungen. Nochmal, ich habe es schon erwähnt, künstliche Intelligenz hat den Fokus auf die Zahlen. Aber, und das ist so der grosse Durchbruch, wenn man so will, generative KI, Chatbot, macht jetzt aus Zahlen Geschichten. Also bei dem Artikel oder dem Text, wo der Elon Musk ja geschrieben hat, wird so vermutet, wo es um die deutsche Wahlempfehlung in Deutschland gegangen ist, wird ja vermutet, dass das allenfalls weiterdenken könnte sein, dass man irgendwann
nie sicher sind, ob das jetzt KI war oder ein Mensch, dass wir dann wieder eine KI brauchen, die jetzt herausfinden muss, ob das KI geschrieben hat oder nicht. Und dass wir eigentlich so wie nur noch dran sind, so am herausfinden, haben wir es jetzt mit Menschen oder haben wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun. Jetzt trauen wir der KI zu viel zu. Und bevor ich auf die Frage komme, und vielleicht auch aus 2 Gefahren, aus psychologischer Perspektive einen Blick zurück, ich gehe jetzt nicht auf die Bearbeiten 4.0 KI, Robotik und die grossen Unsicherheiten damit verbunden, wie wird es kommen. Es gibt aber andere, die sagen, es gibt eigentlich nicht 4 Revolutionen, sondern es gibt nur 2. Und die erste Revolution ist die industrielle. Also dort ist es darum gegangen, dass wir unsere Muskelkraft nicht mehr so brauchen, natürlich mit enorm viel Vorteil, enorm viel Entlastung, aber auch Leute, die so arbeiten wie ich, also vorwiegend im Büro. Und jetzt, so die zweite Revolution, das ist jetzt die digitale Revolution, da besteht jetzt die Gefahr, dass auch die menschliche Denkkraft übernommen wird. Und das ist so in den weiteren Ausführungen von mir ein zentraler Punkt. Da geht es ums Denken und ums Fühlen und um die Frage, inwiefern jetzt künstliche Intelligenz das für uns kann oder auch soll übernehmen. Und der Mensch kann in dem Sinn langsam analytische Informationen verarbeiten. Und das langsam Analytische, das ist eben manchmal anstrengend, oder? Und darum haben wir auch schnelle Intuitive. Weil das ist weniger anstrengend. Das ist wie wenn wir aufs Bild schauen, das braucht gar keine Anstrengung. Wir wissen gerade, was Sache ist. Also wir können langsam analytisch und schnell intuitiv, sprich, wir können denken und fühlen. Und wenn ich jetzt zu der KI übergehe, dann ist das meine Hypothese oder meine Behauptung, KI kann zahlen. KI kann sogar schnell analytische Informationen verarbeiten oder wirklich im Unterschied zum Menschen nicht langsam. Es ist ganz schnell. Das überfordert uns manchmal auch. Und in dem Sinn ist es wie Denken, aber auf Speed. Oder das ist das, was uns die Prozessoren oder die verarbeitungsstarken Rechner liefern. Ein analytisches Denken viel schneller, als wir es jemals könnten, aber es findet kein Fühlen statt auf der rechten Seite. Und jetzt gibt es damit verbunden, aus meiner Sicht mindestens 2 Gefahren. Die eine Gefahr ist das Hamsterrad. Ich ertappe mich manchmal, dass ich mich so fühle, nämlich im Hamsterrad von einem Projekt zum nächsten, von einem Termin zum nächsten und manchmal so zurückgeschaut, auch gar nicht immer so, dass ich sage, hey, das ist jetzt ein sinnvoller Tag gewesen, oder das ist jetzt eine sinnvolle Woche gewesen. Oder vielleicht auch ein bisschen anders noch zum Ausdruck gebracht, das habe ich im Netz gefunden. Das ist aus meiner Sicht so wie Gefahr, wo das Hamsterrad abbildet. Wenn man nämlich nur noch Algorithmen denken lässt, dann könnte es durchaus sein, weil Algorithmen sind sehr effizient, dass so eine Lösung, wie wir da auf der rechten Seite sehen, rauskommt. Also wenn so die Frage ist, wie viele Tennisbälle gehen in die Schachteln rein, dann haben wir da auf der rechten Seite eine super effiziente Lösung. Aber natürlich, wenn es uns auch ums Tennisspielen geht, dann würden wir wahrscheinlich uns einig werden, dass die linke Seite viel effizienter ist. Und darum braucht es da sicher auch ein Denken oder ein menschliches Denken oder einen normalen Menschenverstand, wo man einfließen lassen kann, wenn es ums effizienter Gestalten von Prozessen geht. Ja, und da eine erste Aussage, das war 1983, das passiert mir, wenn ich mit ChatGPT am Arbeiten oder am Spielen bin, dass man mir sagt, ja, du hast einfach die falsche Frage gestellt, oder? Darum hat der ChatGPT keine gute Antwort gegeben. Also das ist so das typische Prinzip, ich muss mich eigentlich in die Computerdenken einarbeiten und komme dann hoffentlich eine gute Antwort über. Dann die zweite Gefahr, Chatbots im Kundendienst. Also wenn zum Beispiel jetzt immer der Chatbot mir eine Antwort gibt, dann besteht die Gefahr, dass ich gar nicht mehr mitdenke. Also dass ich nur noch eigentlich lerne, den Chatbot bedienen und dann mit dem Kunden oder mit der Kundin eigentlich gar nicht mehr im Denken bin, sondern dass der Chatbot mir alles liefert. Oder Navigation, das Beispiel, mir geht es so, wenn ich in einer Stadt bin, vor ein paar Wochen in Wien war, dann renne ich so mit dem Handy, mit Google Maps. Meine Frau würde jetzt manchmal jemanden nach dem Weg fragen, oder? Das geht auch.
verloren, die ganze Kommunikation. Also das heisst, die Orientierung verlagern wir aufs Gerät verlagern und wir denken nicht mehr mit, wo stehen wir überhaupt in einer Stadt. Oder dann 2 Sachen, die mich auch beruflich betreffen: Informationen recherchieren oder zusammenfassen, Text formulieren, ist eine Kompetenz, die wir sehr gut brauchen können. Wenn wir das einem Chatbot auslagern, dann besteht die Gefahr, dass wir es früher oder später nicht mehr können. Oder, da geht es jetzt durch ganz weit, wenn es um Marketingstrategie oder Programmiercode geht, auch dort sind ganze Berufsfelder, die in Frage gestellt werden könnten, wenn wir uns auf den Algorithmus verlassen. Oder wir verlernen zu fühlen, ein weiterer Punkt, der mit Algorithmen versucht herauszufinden, also beispielsweise aufgrund von E-Mails-Kommunikation innerhalb von Firmen oder auch aufgrund von Mausbewegungen am Arbeitsplatz, dass man so versucht herauszufinden, wie zufrieden jemand ist oder ob allenfalls jemand demnächst wird kündigen. Und wenn wir jetzt so einen Algorithmus, wenn wir dem vertrauen würden, dann könnte es durchaus sein, dass wir uns nicht mehr aufs Gefühl verlassen, dass wir nicht mehr mit den Mitarbeitenden ins Gespräch gehen, hey, wie geht es dir, was brauchst du oder wo stehst du, sondern dass wir warten, bis irgendein Algorithmus uns sagt, hey, Achtung, da gibt es jemanden, da ist Gefahr, dass die Person innerhalb von 2-3 Monaten kündigt. Und dass man das eigentlich nach in den Algorithmus auslagert und eben, wie gesagt, nicht mehr auf das Gefühl vertrauen. Dann das Beispiel, das ich schon erwähnt habe, Dating-Apps oder Jobmatching. Auch da, wenn man alles in den effizienten Algorithmus auslagert und zur Frage, ob eine Partnerin zu mir passt oder ob ein Job zu mir passt, nicht mehr aufs Bauchgefühl zurückführen oder nicht auch aufs Bauchgefühl zurückführen, dann besteht eben die Gefahr, dass wir das verlernen und in dem Sinn das Klick- und Konsumverhalten, also im Prinzip werden wir auch jetzt im Handy, werden wir optimiert, im Sinne von, dass wir möglichst viel klicken sollen oder dass wir auch möglichst viel konsumieren können, je nachdem. Und da sind wir eigentlich wieder beim Hamsterrad, dass eigentlich die grosse Gefahr besteht, dass wir eigentlich unser normales, ich sage das als Psychologe, oder, unser normales Gefühl auch irgendwo genug zu haben, dass das eigentlich konstant ausgehebelt wird. Und jetzt komme ich zu der letzten Folie. Was Sie da sehen, ist ein Computer, ein Roboter, der versucht, einen Mensch zu verstehen. Und Sie sehen, irgendetwas hat es schon, oder? Es geht da um Eis. Sie mögen Eis, aber trotzdem ist es eigentlich komplett eine Fehlinterpretation. Es gibt eine Geschichte, die uns präsentiert wird, aber ob es meine Geschichte ist, das ist total wichtig, das kann nur ich selber entscheiden und darum aus meiner Sicht Konklusion, Denken und Fühlen sollten wir weiterhin selber lernen und nicht allzu stark nur auf Algorithmen auslagern. Und das ist es von meiner Seite. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.